Tiny Häuser noch und nöcher. Es hört gar nicht mehr auf. Wir sind auf der New Housing in Karlsruhe. Das passiert, wenn man auf einer Tiny House Messe unterwegs ist. Das stimmt, dann sieht man Tiny Häuser. Und hier Barthof heißt das Ganze. Und wie du siehst, die Flagge, kennst du die? Die Flagge? Plus 4,8. Oh, nein. Nein. So, Sollte ich, oder? Plus 4,8, überleg mal. Plus 4,9 ist was von der Vorwahl. Deutschland? Und plus 4,8? Keine Ahnung. Echt nicht. Und die Flagge kennst du auch nicht. Polen? Polen. Könnte Polen. Polen, ne? Ich glaube, es ist Polen, aber wir werden es gleich mal erfahren. Sie bauen Tiny Häuser nicht erst seit gestern. Eine der größten Fabriken für das Thema Tiny House. Du weißt warum? Also in Polen ist das Bauen von Häusern, ich glaube, um die 60 Quadratmeter verfahrensfrei. Okay. Grundsätzlich. 60. Nicht Das heißt, schlecht. du kannst dir dann Eine kleine Wohnung. Ja, was heißt eine kleine Wohnung? Du kannst dir ein Haus bauen mit 60 Quadratmeter Grundfläche und die ist verfahrensfrei. Das heißt, du brauchst keine Baugenehmigung. Wie ist denn das eigentlich? Kann man eigentlich 2 solche auf ein Grundstück stellen? Das weiß ich nicht. Nein, Also generell auch in Deutschland? ja klar. Also wenn du Kannst du 2x50 hinstellen? eine Baugenehmigung hast, kannst du alles machen. Und worauf ich aber hinaus wollte, Can, war eigentlich, ist es schön kühl. Nee, ist nicht kühl, aber es ist ein Wind. So, Worauf wolltest du hinaus? es gibt viele, die machen dann 4 Stück drauf. Also wenn du das zum Beispiel vermietest, dann kannst du ja 4 Stück auf eine Fläche machen, musst halt die Baugenehmigung beantragen. Da hängt es vom Energiestandard ab, ob das genehmigt wird. Die Dachform ist manchmal entscheidend. Ja, ich könnte mir in Deutschland vorstellen, 2x50 auf ein Grundstück zu stellen. Das geht. Ja. Also wenn du Einmal Workshop zum Arbeiten und einmal Wohnen. Das ist bestimmt ziemlich cool. so und drinnen, also alle sind ein bisschen unterschiedlich und das ist was Besonderes. Was ist das denn? Das ist eine Motorradgarage. Wenn jetzt einer ein Tiny House hat und braucht dazu passende Motorradgarage, dann kann er ja das Motorrad nicht in Disco. So, dann kann er ja nicht das Motorrad Ich habe einen epileptischen Anfall bekommen. ins Tiny House fahren, sondern hat hier eine komplette Motorradgarage mit Halterung und allem drum und dran. Ah, okay. Und dann holst du das Motorrad raus und machst halt voll die Party. Ja, oder kannst halt irgendwas anderes. Hier kann man auch Fahrräder reinmachen. Hier kannst du. Das ist im, Reinmachen. ja, das Ziel ist es, dass du jetzt hier diesen Anbau im gleichen Stil hast wie. Komm, ist gut. Wie der Rest vom Tiny House. Und guck mal, es kostet 9.000 €. Dafür baust du es dann auch nicht selber. Nee, und es ist auch mit richtigen Fenstern. Klar, wenn jetzt einer richtig schön bauen kann, dann kann der das natürlich schon ganz gut. Aber das ist jetzt im gleichen Stil. Und wenn du handwerklich nicht begabt bist, dann würde ich dir empfehlen, kauf's lieber. Kannst ja auch drin schlafen. Ja. Ich meine, das ist ja auch ziemlich cool. Fährst mit dem Motorrad weg und hast dann gleich dein Bett drin stehen. So, die Vermutung mit Polen war gar nicht so falsch, denn guck hier, Polen. da vorne ist PL. Blauer Fuchs, du. Naja, ich Aber habe wir ja jetzt. schon gelernt haben, wenn da Polen draufsteht, heißt es ja nicht unbedingt, dass die Firma aus Polen kommt. So, komm, wir gehen mal rein. Gucken uns das Ganze mal an. Es ist Aluminium Telefonnummer, wahrscheinlich Deutsch, drunter. Polnisch. Hallo? Alles gut? Question for my friends. Okay. Oh, you speak only Polish. Polish. Polish, yes. Say something on Polish. Cześć. Cześć. Witam bardzo. Sehr schön. Cześć ist immer gut. So, Was heißt komm. das überhaupt? Ja, keine Ahnung, aber Nee. hallo, glaube ich, ja. So, guck mal oben, hier die Lampen. Ja, stylisch. Und hell, Nicht da ganz vorne mein hast du Fall. wieder die Ich darf jetzt endlich mal Akustikdämmplatten. sagen. Ja. So. Hallo. So, wir kommen mal rein. Du sprichst Deutsch, habe ich gehört. Ja, also ich weiß nicht, ob genug gut ein Film vielleicht, aber ja, Sehr schön. Das ist ein schönes Haus. Dankeschön. So, ich habe nämlich eben kurz erklärt, dass in Polen darfst du, glaube ich, 60 Quadratmeter verfahrensfrei bauen. Das heißt, du darfst Häuser bauen ohne Baugenehmigung. Eigentlich ja, das hängt eigentlich auch noch von Gemeinde und so weiter, aber ist das theoretisch möglich? So, und hier oben hast du die Akustikdämmplatten drin, die Verarbeitung, der Geruch, wenn du reinkommst, Can. Das riecht gut. Und ich finde aber auch, dass da ist so ein Highlight designtechnisch mit der grünen Couch da vorne, der, wie nennt man das? Das ist- Slidewall? Kann ich noch in Englisch? Das ist eine Akustikdämmplatte, ja. Ja, genau. Sehr schick. Ja, Sehr schön. Also das. Lamellenwand. Genau, so könnte man das auch Ja, nennen. So, und jetzt Ja. ist oben noch mal eine Schlafgelegenheit. Wir können ja mal ins Badezimmer direkt mal gehen. Preis von dem Haus, was kostet das? Also aktueller Preis ist zum Beispiel für alle Sachen, die hier sind, 55.000 €, schon inklusive Mehrwertsteuer, Lieferung und 2-jährige Garantie auf alle Elemente.
Also 55, wie es hier steht. Wie es steht, genau. Mit der Klimaanlage, mit... Klimaanlage, Fußbodenheizung, Spülmaschine, Backofen mit Mikrowellefunktion, Kühlschrank, alles dabei eigentlich. Hast du schön kalt gerade. Genau. Also Sehr schick. Okay, verstanden. Das heißt, all das ist mit dabei. Ist ja auch eine Waschmaschine. also Waschmaschine eigentlich können wir auch haben. Hier im Badezimmer ist ein Platz schon vorgesehen. Aber das können wir eventuell nach Wunsch noch ausstatten. Also steht jetzt nicht im Standard, aber ist machbar immer noch. Guck mal, hier unten drunter, unter der Treppe hast du noch Stauraum, Kleiderschrank. Schubladen mit Softclose-System. Du wohnst in Deutschland? Ja, also seit fast 10 Jahren wohne ich in Deutschland, in Bayern, Allgäu. Ja. Also Weil nämlich Deutsch und Polnisch ist, ich sag mal, maximal weit auseinander von der Sprache. Du sprichst sehr gut Deutsch. ja, also natürlich polnische Sprache ist auch schwierig. Und, Sehr schwierig. Ja, aber deutsche Sprache ist auch schwierig. Darum, ich glaube, es ist auch uns so schwer, manchmal unsere Sprachen lernen. Zum Ich Beispiel, finde, ja. wenn man dann aber Ja. Deutsch lernt und geht nach Bayern, kriegst du erstmal so einen richtig schönen Akzent. Ich habe auch Bekannte aus Brandenburg zum Beispiel und sie sagen, wenn sie kommen in Allgäu und jemand sagt einfach eine Geschichte oder so, und manchmal Und du denkst dir so, hä? genau. Ja. So, Du musst einfach nur so tun, als ob du es verstehst. Ja. Und das ist gut, ja. Immer nicken. ja, also nicken. es ist, Ja. es ist so. Mach ich auch immer. In den Sehr Videos schön. sieht man mich immer ganz Man muss sagen, die Jan wohnt in Lettland, okay, und die kann überhaupt kein Lettisch. Zweiky. Genau, Zweiki. Unsere Sessioners. Badezimmer ist jetzt frei geworden, schnell. Wir müssen uns beeilen. Also ich muss jetzt mal ein Augenmerk auf diese wunderschöne Tür Die Tür ist schön. Sehr Ja, schön. also es ist Echtholz, also Vollholztür, durch uns gestreift, also auch mit gleicher Farbe wie Küche. Das passt alles ganz cool zusammen, ja. So, Badezimmer, da vorne ist ein Boiler. Ihr verkauft die oft auch in Polen, die Häuser? Also eigentlich meistens verkaufen wir nach Deutschland, Österreich, Schweiz. Normalerweise hier in Polen geht das noch relativ selten, weil eigentlich in Polen, also eigentlich Preis ist das auch nicht ganz gut, sagen wir so. Also bei uns einfach Wohnungen sind normale, also klassische normale Wohnungen sind momentan immer noch günstiger eigentlich. Also wenn Okay. geht Okay. die Fläche zum Beispiel normalerweise ist günstiger in Polen richtige Wohnung kaufen als zum Beispiel sowas. Also es ist schon in Polen ein bisschen mehr als teure Hobby. Sagen wir so. Also nicht so. Okay, das heißt, ich habe nämlich gesehen, es gibt Bausätze für feste Häuser in Polen, 30.000 €, kriegst du einen Bausatz mit Fenstern, Türen und so weiter. Aber hier kriegst du was Komplettes. Ihr sprecht auch Deutsch? Echt, warum? Also, nee, ich muss dazu sagen, meine Frau kommt aus Polen, die ist mit 4 Jahren hier rüber. Und wir haben eine große Affinität zu Polen. Also Ja. muss man echt sagen. Denn die polnischen Handwerker gehören zu den besten überhaupt. Ja. Das muss man sagen. Die können wirklich mit Holz arbeiten. Ja. Ja, also und das ist ganz oft so. Also bei uns schon seit vielen Jahren war das so, dass jeder eigentlich Mann zu Hause muss alles können eigentlich. Ja. Und vielleicht darum haben wir relativ viele gute Handwerker Hier. schon in Europa eigentlich. Also ich habe jetzt in anderen Ländern, habe ich Tiny Häuser hier auf der Messe gesehen. Die Spaltmaße sind schwierig. Hier bei euch, wenn man sich das anschaut. Also ich nehme an, ihr fertig mit CNC alles, oder? Da haben wir auch zum Beispiel Mülltrennung. Also wir haben schon auch was vorgesehen für deutsche Kunden natürlich, weil Mülltrennung in Deutschland ist auch sehr wichtig. In Polen nicht. In Polen auch. Schon seit ein paar Jahren haben wir eigentlich die gleichen Systeme wie in Deutschland. Ja? Okay. Also ist das auch so vorgesehen. Ich bin geflasht von der Farbe. Die Farbe ist cool, ne? Ja, ich liebe die ist Farbe. momentan Topseller Ja. eigentlich. Die Küche. Sage Green. Ja. einfach- Also was ihr nicht riechen könnt, ist der Duft hier drin. Das riecht nach Holz, gell? Ja. Habt ihr hier irgendwo ein Bäumchen, also Nee. einen Duftverteiler es stehen, ja? Es ist einfach Echtholz, also das ist vielleicht Riecht gut. also alles ganz frisch eigentlich. Ist die Wandbauweise, ist die jetzt entsprechend offen, diffusionsoffen oder wie habt ihr das gebaut? Ja, also eigentlich funktioniert das so, also ganzer Aufbau, dann haben wir Außenverkleidung, haben wir Windsperre, dann haben wir eigentlich Dämmung, Pierplatten zum Beispiel oder können das auch Schäferwolle sein oder andere Arten noch. Dann haben wir Dampfsperre von Innenseite und Innenverkleidung. Also es ist auch so vorbereitet, dass Wand von außen kann atmen, kann austrocknen und das, was drin ist, ganze Feuchtigkeit kommt nicht rein, also darf nicht durch. Ich habe mal eine Frage, Jan. Es gibt einen Stil, wo du mich immer mit aufziehst, den ich nicht... Boho. Genau, nochmal, wie heißt der? Boho. Kennst du den Boro-Stil? Ja, kenne ich. Ich Er kenne sagt den jedes nicht. Mal, er weiß gar nicht, was es ist. Was ist denn Boro?
eher so gemütlich, würde ich sagen. Natürlich. Rohstoffe. Wieso weiß ich das nicht? Aber auch ganz viel mit Rundungen gespielt. Runde Teppiche, runde Spiegel. So, und Sind da natürlich darfst mal so. hochgehen und da mal testen, ob es da Boro-Stil ist. Ja, sollen wir mal testen? So, das ist eine Treppe. Das ist jetzt gedacht für 2 Personen oder ich sag mal. Also auf jeden Fall haben wir Möglichkeiten, oben schlafen für 2 Personen und unten können wir noch Sofa ausklappen und hier können noch 2 Personen übernachten. Aber allgemein für 2 Personen. Und ist Boro drin? Hier, ich finde ein paar Elemente findet man da hinten in der Ecke. Guck mal, da kann man es gut erklären. Wo denn? Oben auf dem Regal. Oben auf dem Regal ist Boro. Nee, da Okay. hinten. Da. So, Das jetzt, ist in der Ecke. jetzt sind wir hier auf der Messe. Wir machen mal ein kleines bisschen Werbung für euch, dass die Leute auch wissen, wenn sie Fragen haben dazu oder das kaufen möchten. Was ich toll finde, ist die Motorradgarage. Das ist wahrscheinlich deine, oder? Das war jetzt nicht meine Idee, aber ja, also viele Kunden sprechen uns auch an wegen der Motorradgarage, weil die sie einfach so cool finden. Ich meine, es ist ja auch ein Problem, das Motorrad hier reinzufahren. Also deswegen habt ihr jetzt quasi eine Motorradgarage entwickelt im gleichen Stil wie das Tiny House. Ja, das Und das nebeneinander sieht schon cool aus, oder? Ja, genau. Also versuchen wir immer für Kunden sowas anbieten. Also komplexe Angebot zum Beispiel. Also wenn jemand will sein Haus aufstellen und dazu braucht oder Werkstatt oder Motorradgarage oder zum Beispiel für Gartenwerkzeuge, dann versuchen wir das alles anbieten. So. Das Sehr, sehr schön. Sag mal, was heißt ein Bartow auf Polnisch? Es ist eine interessante Geschichte. Also eigentlich sind das erste 3 Buchstaben von Namen, die Söhne von Chef, von einfach Firmenbesitzer. Okay. Genau. Also es ist eigentlich Tof, also haben wir Vorname. Bar, es ist von Bartosz eigentlich, von Name. Ja. Und Tof sind das eigentlich die 3 letzte Buchstaben von Krzysztof. Also Krzysztof, Tof, es ist am Ende und Bartosz ist das erste 3 Buchstaben von Namen. Und du bist der Chef, oder? Ja. Warte, darf ich mal kurz? Ich muss mal. Das ist ja unglaublich. Krass. Ich nehme an, er ist Handwerker, oder? Ja, das ist der Bauarbeiter. Okay, das ist der Bauarbeiter. Ihr seid ein cooles Team. Seid ihr groß oder ist das eine kleinere Firma? Nee, das ist eher eine familiäre Familie. Firma. Also ist Genau. Chef, 2 Söhne. Nochmal. Also ist Chef, 2 Söhne, ist Schwager, ist Bruder da, ist noch Frau von Schwager, Entschuldigung. Und eigentlich wir als Bekannte, also meine Frau, meine Schwester. Das ist deine Schwester? Ja, Aber gibt es da oft Streit, Ja, wenn die ganze Familie so zusammen ist? Nee. Nee, würde Okay. ich nicht sagen. wirst du nicht sagen. Sehr schön. Bisschen ruhig. Ja, da sind wir. Also aus polnischer Produktion. Ich habe ja hohes Vertrauen, muss ich sagen. Wenn irgendwas ist hier, die Gewährleistung, wie macht ihr das? Also wenn mal irgendwas, das Dach wird undicht oder sowas. Also natürlich unsere Kunden haben 2-jährige Garantie auf alle Hauselemente. Also bis jetzt, toi toi toi, haben wir keine solche Probleme. Aber natürlich, wir vereinbaren mit Kunden, wenn was ist, kommen wir da und machen wir Reparatur oder zum Beispiel schicken wir Ersatzteile, wenn muss das schnell. Stimmt das? Ja, stimmt alles, was er sagt. Das ist jetzt ist der Beweis geführt. Nein, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist so, wie jetzt ich So, sage. und das ist das Buch, das sind die Häuser. Wie viele habt ihr schon gebaut, wie viele Häuser? Also knapp 30 Stück eigentlich, weil am Anfang haben wir nur ausprobiert, wie das ist, ob werden die Kunden uns fragen wegen sowas, wenn dann einfach Interesse haben. Aber erstes Haus haben wir nach 24 Stunden verkauft, ohne Besichtigung, einfach durch Telefon. Dann haben wir beschlossen, okay, sehr wahrscheinlich werden wir großes Interesse haben. Sehr schön. Also man muss sagen, die Verarbeitungsqualität hier was ganz anderes wie bei vielen anderen. Wir wollen jetzt keine Namen nennen hier auf der Messe, aber es gibt schon sehr schwierige Produkte. Und ich bedanke mich vielmals bei dir. Heute ist der 28. Juni 2024. Wir sind auf der New Housing in Karlsruhe. Zusammen mit... Kamil von Firma Tiny House. Und du bist die Schwester? Ich bin die Schwester Olivia. Olivia. So. Und du? Bartosz. Das ist der Bartosz, ja. Der Chef. Der Bartosz mit den dicken Armen. Tschüss, danke.